kannst du den bewegen. Und so wie zuerst gesagt, du würdest dir halt Positionen suchen, würdest sagen, das ist ja ein Keyframe-Mode, oder? Ja. Du würdest sagen, okay, ich sage jetzt, das ist mein erster Keyframe, dann würde der Stefan dann kriegen, stimmt's? Ja. Aber er muss das dann anklicken. Keyframe. Und das ist mein dritter. Das wird am Robot ausgelöst. Ja? Dann würdest du es auslassen, Okay. dann steht er wieder. Ja? Also es wäre ein Mode. Kannst du mal in den Rekord-Mode, in den Endrekord-Mode? Genauso kannst du, und das nochmal vielleicht zuerst sagen, also ich trage ihn jetzt nicht, ja? So. Er misst sich selbst und weiß, wie schwer er ist, wo seine Trägheiten sind und so weiter. Das heißt, ich würde ihn freischalten und würde sagen, okay, ich mache jetzt dann Kamerabewegung und sage, okay, ich rekorde von hier weg, gehe hier rüber, und hier rauf und gehe nochmal hier herüber. So, okay? Aber, wie auslassen war das? Ich hab's wieder falsch gemacht, ich weiß schon. Hast du die? Ja, übertragen wird. Steht gerade. So, jetzt hast du die Daten aufgenommen, die sind in der Software. Und jetzt könnte man ein simples Replay machen und dann sollte er das abfahren, was wir jetzt gemacht haben. Ins Wort. Das ist natürlich ein gewisses Manko da. Und jetzt sind wir zwei Dinge. A, macht das wirklich mit jedem Wackler, den wir mitgemacht haben. Und B, was man noch sieht von dem her, so einfach ist ein 7-Achsen-System mit der Hand nicht zu bedienen. Also, dass du jetzt wirklich so umfasst. Das heißt, in Wahrheit würdest du die Keyframe-Geschichten zu 90% machen. Du würdest dir Key-Positionen aussuchen, würdest sagen, er soll jetzt zwischen linear fahren oder er soll am Bogen fahren oder er soll das einfach am kürzesten Weg verbinden und würdest das anschauen. Wo sind wir gerade, wenn ich die Daten... Was man vielleicht noch gesehen hat, hast du den Fokus bewegt? Ja. So, das war das, was ich zuerst angezeigt habe. Also ich habe natürlich eine visuelle Referenz hier, ja, sowohl von meinem Roboter wie von eben der Focus Plane. Das heißt, ich sehe auch wieder gespiegelt während dieser ganzen Bewegung, wo die Focus Plane war. Das heißt, was wie gesagt für 3D, wenn ich dort meine 3D-Figuren ausrichten will, dass die ja wirklich in der Schärfe in dem Ebene drinstehen, dann habe ich ja direkte Referenz vom Roboter. Ja? So, jetzt Modifier können wir in dem? Okay, wir fangen hier zum Rekorden an, schauen hinunter, schauen hinauf, schauen nochmal hinunter, okay, so, das war jetzt diese Frage. Das alles, was ich jetzt bewegt habe, der jetzt aufgezeichnet. Ganz genau. Ja? Und jetzt wäre dann die Möglichkeit, jetzt spielen wir es mal ab, wenn er es abspielt. Noch nicht? Ja. Er kann es öfter abspielen, das ist der Sinn und Zweck des Systems. Also, Na, irgendwann wird es mal so gehen, durch Nervenbahnen steuern. So wie man Prothesen steuern kann, wird man das auch noch schaffen, ja, oder? Nur dann kann man es nicht ständig gleich wiederholen, weil du denkst, Ja, aber wenn du jetzt geht natürlich nicht. beschränkt bist, weil man das und das nicht nehmen kann, weil wenn es irgendwo anders ist, dann schließt man das an der Nervenbahn an, wo man normalerweise die aber Hände dann ist es steuert. nicht, dann ist es nicht total wiederholbar. Ja, da muss man die Bewegung speichern. Was möchte die Motoren nicht in meinen So, Augen haben? was man vielleicht noch sieht, ich habe geschwindelt. Warum? Er ist natürlich so leicht, wie ich gesagt habe. Allerdings hat es einen Nachteil derzeit noch. Man muss so schwere Kisten mittragen. Daran arbeiten wir selbst noch. Ja? Das ist eines der wenigen Punkte, die wir in dem Projekt, sage ich, auch unterschätzt haben. Weil die Kiste war immer so ähnlich, ja, von der Industrie. Weil die Industrie hat eine Halle, hat einen Platz, da ist das wurscht, wo man die Kisten hinstellt, die den steuert. Und wir haben mit den Leuten gesprochen und gesagt, wir wollen das kleiner, das muss kompakter, kompatibler und Ding sein. Ja, ja, kann man irgendwie machen. Also wir sind seit ungefähr 1,5 Jahren oder 2 Jahren jetzt daran gescheitert, das kleiner zu bauen. Das würde man nicht so leicht glauben. Ja? Weil gewisse Grundsoftware, die der Roboter braucht, einfach wieder nur auf gewissen Motherboards von denen läuft, nicht freigegeben ist, oder jetzt haben wir da zig Sachen durchprobiert und so weiter. Und ja, also das ist der momentan Status. Es gibt den Plan noch nach wie vor in ungefähr, nur damit man ungefähr eine Idee hat, unser Plan war ungefähr so. Ja.
Ah ja. Was fürs Reisen noch kompakter und angenehmer gewesen wäre, bis jetzt haben sie das noch nicht, konnten wir das nicht hinkriegen. Ja, und was tut die Wunderkiste, weil ich meine, kann man das nicht per USB-Motoren da ansteuern. Tja, das wird mit der Zeit und der Geschwindigkeit wahrscheinlich eine Spur zu langsam sein. Mit den Daten. Na, USB 3.0 geht schon. Ich glaube, es sieht was. So, und kannst du jetzt? Jetzt haben wir gesehen, er hat das eben 1:1 wieder nachgemacht. Und jetzt wäre es natürlich sinnhaft, wenn ich das jetzt gemacht habe und die Bewegung sagt, ja, eigentlich freut es mir, das passt da, aber ich würde es gerne nicht so wackelt haben. Ja, jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann einen sogenannten Modifier draufgeben, der dann über alle Achsen rennt und dann würde die Bewegung theoretisch weich fahren. Schauen wir mal. Ah, dann kann man nur so ein Easy setzen wie im After Effects. So nicht mehr. Schauen wir mal, ob das macht. Ja. Sagen wir mal zurück. Schön lächeln. Das schaut halt sehr gemächlich aus. Aber jetzt fährt er natürlich diese ganzen Punkte weich an und gewisse Punkte, so wie da, sind zu weit runter, die überschleift er dann natürlich. So. Das zum Schluss war ja schön. Der Sinn und Zweck dessen ist, dass ich sage, ich kann relativ schnell was finden, ich kann ihn schauen, ob ich das muss. Ich kann das natürlich jetzt animieren, ich kann den, sage ich, wie am Anfang das stark haben, ich will es zum Schluss nur so weich machen, vorhin soll es ruhig so wackeln, weil da ist ja Action oder was. Also ich habe die völlige Freiheit darüber. Können wir das den Horizont da auch sagen? Weil dann würde ich. Das ist ein anderes Programm. Okay, ja, dann wir dann halt nochmal wechseln. Also, jetzt steht er wieder da. Kann ich ihn mal irgendwie in eine andere Richtung bewegen? Das Ding da unten drin, oder? Ja. Ich gehe mal in den Keyframe-Mode. Ja. Jetzt? Ja. Ja klar, du kannst ja alles über. Du kannst über den Laptop. zu schnell. Das war zu schnell zum Beispiel. Immer dasselbe. Immer dasselbe mit der Arbeit. Also, bei unserem ersten Auftritt war er orange. Ja. Das war ein ziemlicher Brüller. Auch auf der NAB, wo alles in schwarz und alle Filme in schwarz, wo wir mit einem orangen Roboter standen. Ist ziemlich aufgefallen. Wobei, ich hätte nichts gegen das, dass man die Form wechseln kann. Ja. Das war gerade für experimentelle Medien interessant. Warum immer alles schwarz? Ja. Ja, das ist ein eigenes Skins drauf. Ja, vielleicht nur mit dabei. Machen wir nochmal was. Wir rekorden das. Und jetzt mache ich bewusst, dass ich jetzt sage, jetzt ein Roll einbaue. Schauen wir mal, ziemlich angesoffene Kamera. So. Und die Idee ist natürlich, dass du sagst, so wie wir jetzt da gehabt haben, die 7 Achsen zu bewegen, ist schon relativ schwierig, wenn du es jetzt verfolgst. Aber jetzt sagen wir, hast du dich konzentriert, bist dem Schauspieler gefolgt, dass der wirklich in der Mitte war. Und jetzt wäre es aber cool, wenn du sagst, eigentlich finde ich Fahrt cool. Und ich möchte da den Hintergrund und von mir aus mache ich das mit dem Wheel, das sind Schauspieler noch hin. Aber ich würde, und die Fahrt gefällt mir, weil ich von mir aus unten angefangen habe, aber ich würde gerne den Level rausgeben. Kannst du es jetzt mal ohne, also mal abfahren ohne Leveler? Also muss ich inverse Kinematik berechnen. Ja, okay, ja. So, Also ich kann es mal ohne. eben mal abfahren. So viel zum Thema, wie die Lautstärke ist, was unten gefragt ist. Natürlich hört man die Motoren und wenn alle arbeiten, hört man es natürlich mehr. So, jetzt ist sie nicht schön, aber unbedingt will ich die haben. Jetzt ist die Möglichkeit, dass die Software sagt, okay, ich verstehe das, du willst oben den Level halten. Das heißt, die Software rechnet eine neue inverse Kinematik für alle 7 Achsen aus und schickt dem Roboter dass der Horizont der Kamera gelevelt ist bei derselben Kamerafahrt. Kann natürlich nicht in allen Punkten gleich sein, weil wenn ich einen anderen Level habe, muss ich an einer anderen Stelle irgendwas machen. Das heißt, ich muss es vorher tun und dann 5-mal meinen Multilayering machen und von dem Wagen.
Du sagst, wenn es soweit ist? Dauert, oder? Gut, langsames Notebook. Also, hier zeigt sich, die Sachen müssen alle noch schneller werden. Aber er hat natürlich hier schon ein bisschen was auszurechnen für die Kinematik des Lösens von den Achsen, um dann eine neue Fahrt zu haben. Um das vielleicht dahingehend fortzuführen, genauso funktioniert es natürlich mit den 3D-Programmen. Ja? In den 3D-Programmen, ob es Maya ist jetzt unser erstes, aber es wird es wahrscheinlich für Max natürlich auch geben, oder wie der Stefan gesagt, der FBX-Format. Du kriegst ein Plugin, wo die Parameter und die Reichweiten und so des Roboters natürlich erfasst sind, ja? Weil sonst könntest du ja dort nicht animieren oder was überprüfen. Und im Endeffekt bewegst du dort die Kamera, und wenn du was veränderst, muss natürlich unsere Software erst die neue Mathematik für den Roboter ausrechnen, um sie ihn dann zu schicken und um ihn dann im Raum so zu fahren, wie du es im 3D-Programm dir vorgestellt hast. Ja? Schwierige. Nein, Was? da haben wir gerade ein Problem mit der alten Software und der neuen Inversen Kinematik. Also? Gut, also wir sehen, ich habe zu viel versprochen. Kaufen Sie dieses Produkt nicht. Es kann das nicht, was es sagt. Es wird es können. Ja? Also wir haben, wie gesagt, wir sind auch eigentlich, wir hoffen, dass wir um einen Plan, also dass wir die Cinegear ist im Anfang Juni in Los Angeles, dass wir bis dorthin die Sachen, die hier noch so schlampig in Kabel und so weiter, dieses ist ein österreichisches Produkt, das Fokussystem C-Motion, das der Stefan zuerst bedient hat, wird hier hinten rankommen, damit das Ganze noch kompakt ist und nicht auf der Seite weghängt. Der Griff ist eigentlich auch nicht wirklich notwendig, und dann wird es das ganze Kabelgewirr immer geben, und dann sieht es noch etwas schicker aus. Können wir das nochmal einfach machen, indem dass wir es, oder kann er das mit der neuen Software sowieso noch nicht? Na, die Modifier haben wir in der neuen Software nicht aktiv. Ah. Gut, okay, also manches kann das nicht. So, Fragen noch, die wir beantworten können. Ich meine, das kann ja jeder mal, kann man mal auf Keyframe-Mode, damit man mal, dann kann jeder mal probieren, wie sich das Ja, wir machen ja die neue Software. Ja, das ist ja mal nur. Aber man sieht dann selber schon, es ist nicht so leicht, dass du diese 7 Achsen als Kamerabewegung bedienst. Ja? Viele Shots, die Post-Production-Shots sind, wo da wirst du geplante Daten kriegen und mit den Daten arbeiten, und der Roboter fährt das nur noch ab. Das ist seine Achsen. Ja? Das heißt, er kriegt die Sachen. Das Schöne ist halt, dass du, wenn du offline mit der Software dich spielen kannst, das planen kannst und sehen kannst, sofort wie das ausschaut, das ist der Feedback. So, also wer mal probieren will, wer will mal testen? Name? Also wenn du den drückst, gedrückt halten, den einfach gedrückt halten, dass du so nimmst, gedrückt halten, dann ist er weich. Ja? Dann ist er Ding. Wir würde sagen, dann ist mit der Stiffness noch. Ja? Ich probiere es mal nur kurz. Ja? So, wenn du das auslässt, steht er. Ja? Einfach einmal probieren. So, du kannst ihn angreifen, wo du willst. Ja? Also das ist jetzt nicht. Nein, du musst immer unterscheiden zwischen dem, was du fährst, eingibst und ist er ja ganz ruhig, da weiß er ja seine Sachen. Deswegen ist dieses Problem, was wir halt, oder was die Amerikaner so flittern mit dem Handheld, das mit dem Handheld ist ein bisschen heikel, weil wenn du ihn bewegst, der mag es das nicht. Es ist nicht zwangsweise, dass der dann in einer Grund ist. Es ist halt in der Ebene, ja, und in der Ebene fährt er jetzt. Ne? Und er bleibt ja da in der Ebene. Ne? Natürlich muss er ausweichen von dem her, natürlich kommt ihn auf eine andere Position, aber der Blickwinkel von dem bleibt natürlich gleich. Ne? So kann ich das natürlich machen. Ich kann auch zum Beispiel, wenn ich Sachen in Miniatur mache, also Miniaturgeschichten und so, dann kann ich solche Räume geben, wo ich sage, da darf ich mich nur darin bewegen, ja, weil sonst fahre ich gegen das Modell. Ja, und solche Sachen. Das ist natürlich das Schöne. Oder ich kann halt einzeln nur die Rotationsachsen freischalten und solche Geschichten. Ne? Also das ist, da kommt noch sehr vieles, was in der Software ist, wo du dann halt einfach die verschiedenen Modis dir gibst, und dann kannst du ihn sehr wohl sehr weich und sehr ruhig bewegen in dem Rahmen. Nicht? So wie ein Chiparm, wo du ja auch nur gewisse Sachen machen kannst. Nur den Chiparm kannst du zum Beispiel gar nicht zum Rollen kriegen, und gerade aufgefahren kannst du auch nicht, weil der Chiparm immer gut macht. Das geht physisch nicht. Der schwingt immer in den Drehpunkt, das heißt, du fährst immer am Boden. Das ist so. Der fährt aber, wenn er will, ganz gerade an einer Flasche, an einem Ding auf und ab. Ne?
Also wenn man richtig bedient, weil es ist sein Liebling, wie man sieht, dann kann man das schneller bedienen. Ja, warten wir 5-mal fort. Ja, also das war mal von unserer Seite, wenn es noch Fragen gibt, jederzeit. Aber viel mehr kann er nicht. Viel mehr kann er nicht. Ja, aber es reicht Wurst. Ja, also schon. Also wir beide sind überhaupt mehr. Der Stefan ist überhaupt Technical Director verantwortlich für, dass das alles geht in den Software-Sachen.